Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder da seid. Ja, heute ist schon Tag 59. Wir sind also fast am Ende unseres A2-Weges angekommen. Genau, jeden Tag lernt ihr ja mit uns 15 neue Wörter. Und bald, also direkt nach Tag 60, da wechseln wir dann gemeinsam auf das nächste Level, B1. Das ist doch aufregend, oder? Absolut. Und wir haben uns was überlegt. Im B1-Level wollen wir ein neues Lernformat starten. So, um das Ganze noch ein bisschen interaktiver zu machen. Oh, das klingt gut. Was genau? Also zu jeder Lektion gibt es dann ein zusätzliches Video. Und in dem Video stellen wir euch Fragen zu den Alltagsgeschichten, die ihr ja schon kennt. Ah, okay. Das heißt, ihr hört die Geschichte, dann kommt eine Frage. Genau, und dann habt ihr kurz Zeit, laut zu antworten, also wirklich mitsprechen. Und direkt danach hört ihr dann die richtige Lösung von uns. Super Idee. So bleibt ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, aktiv und könnt euer Deutsch noch besser trainieren. Das ist ja fast wie im echten Gespräch dann. Ja, das Sprechen ist halt super wichtig. Und wir sind auch neugierig. Schreibt uns doch gern mal eure Ideen oder Wünsche für Level B1 unten in die Kommentare. Wir freuen uns da wirklich drauf. Und was natürlich immer geht, die Shadowing-Technik. Die könnt ihr auch jetzt schon weiter nutzen. Stimmt. Das heißt ja, ihr sprecht die Sätze, die wir sagen, einfach direkt nach. So gut es geht, vielleicht erst leise, dann lauter. Das ist echt eine tolle Methode. So verbessert ihr euer Hörverständnis und gleichzeitig die Aussprache. Also super effektiv. Man kriegt ein Gefühl für den Satzklang. Genau. Aber heute konzentrieren wir uns erstmal auf den Grundwortschatz zum Thema Technik. Ja, Technik. Ein Bereich, der ist ja heute also wirklich überall wichtig. Computer, Handy, Internet, all die Geräte, die wir jeden Tag benutzen. Und wir erklären euch heute 15 wichtige Wörter aus diesem Bereich. Ganz einfach und natürlich zeigen wir euch auch, wie man sie im Alltag gut benutzen kann. Ziel ist, dass ihr euch einfach sicherer fühlt, wenn ihr über technische Sachen sprecht oder was lest. Und wie immer, am Ende dieser Folge gibt es dann wieder eine kleine Geschichte. Da kommen alle neuen Wörter drin vor. So seht ihr, wie die Wörter zusammen im echten Leben klingen und wie man sie halt benutzt. Also bleibt unbedingt bis zum Schluss dran. Das lohnt sich auf jeden Fall. Okay, dann lass uns anfangen. Das erste Wort für heute ist ein Nomen. Die Anwendung. Die Anwendung. Ja, das englische Wort ist Application oder oft auch kurz App. Kennt ihr sicher vom Handy. Genau, diese kleinen Programme, die man sich so runterlädt. Man sagt zum Beispiel, ich lade mir eine neue Anwendung auf mein Handy. Vielleicht eine Wetteranwendung oder so? Richtig. Und wenn wir schon bei Anwendungen sind, passt das nächste Wort gut dazu. Die Software. Ah ja, die Software. Englisch Software. Das ist sozusagen der Oberbegriff, oder? Genau, Software sind alle Programme und Daten, die ein Computer oder irgendein elektronisches Gerät braucht, um zu funktionieren. Also nicht die Teile zum Anfassen, sondern die Programme eben. Richtig. Man könnte sagen, diese Software hilft mir bei der Arbeit oder auf meinem Computer ist neue Software. Und Software besteht ja oft aus einzelnen Teilen. Eins davon ist das Programm. Das Programm, Englisch Program. Das ist dann eine konkrete Software für eine bestimmte Aufgabe, richtig? Ja, genau. Ein Schreibprogramm, ein Bildbearbeitungsprogramm, sowas halt. Oder auch ein Spiel. Und manchmal starten die ja nicht richtig. Dann sagt man vielleicht, oh, das Programm startet nicht. Was kann ich tun? Oder? Welches Programm benutzt du denn für deine Fotos? Okay. Und um viele Programme oder auch Online-Konten sicher zu nutzen, braucht man ja fast immer das Passwort. Oh ja, das Passwort. Englisch ist Password. Sehr ähnlich. Das ist wie ein geheimer Schlüssel. Und es ist echt wichtig, da sichere Passwörter zu nehmen und sie nicht weiterzugeben. Aber, mal ehrlich. Wem ist das nicht schon passiert? Man vergisst es einfach. Genau. Ein typischer Satz ist dann, ich habe mein Passwort vergessen. Was mache ich jetzt? Das passiert wirklich jedem Mal. Gut, wenn wir am Computer arbeiten, dann machen wir ja dauernd neue Sachen. Diese digitalen Dokumente, die nennen wir die Datei. Die Datei. Englisch File. Das kann alles Mögliche sein, oder? Ein Text, ein Bild, Musik. Ja, genau. Jede Information, die digital gespeichert ist. Und oft teilt man Dateien ja auch. Stimmt. Man fragt dann, kannst du mir bitte die Datei schicken? Oder ich muss diese Datei noch bearbeiten. So, das waren jetzt einige Nomen. Kommen wir mal zu ein paar wichtigen Verben. Das erste ist installieren. Installieren.
Englisch to install, das heißt, man bringt neue Software auf den Computer oder das Handy, damit man sie benutzen kann. Genau. Und das Perfekt dazu lautet, Hat installiert. zum Beispiel, ich habe gestern das neue Programm installiert. Oder, du musst die Software erst installieren. Und was man installiert hat, will man manchmal ja auch wieder wegmachen. Das Gegenteil ist löschen. Löschen. Ja, Englisch to delete, das braucht man oft für Speicherplatz oder um aufzuräumen. Das Perfekt ist Hat gelöscht. richtig. Zum Beispiel, er hat die alte Datei gelöscht. Oder, kannst du bitte diese unnötige Anwendung löschen? Okay. Wenn wir jetzt was installiert haben oder eine Datei ansehen wollen, müssen wir sie Öffnen, klar. Englisch, to open. Ein ganz wichtiges Verb. Ja, das Perfekt ist, hat geöffnet. Sie hat das Dokument geöffnet. Oder manchmal geht's nicht. Ich kann die Datei nicht öffnen. Vielleicht ist sie kaputt. Das kann passieren. Und wenn wir dann was bearbeitet haben, einen Text geschrieben oder so, dann kommt was ganz Wichtiges, speichern. Oh ja, speichern. Englisch, to save oder to store. Das kann man nicht oft genug machen. Absolut. Sonst ist die Arbeit weg. Das Perfekt ist, hat gespeichert. Eine typische Frage ist deshalb, hast du deine Arbeit gespeichert? Bitte sag ja. Oder, ich habe das Bild unter einem neuen Namen gespeichert. Sicher ist sicher. Und oft wollen wir Sachen ja nicht nur speichern, sondern auch an andere Leute weitergeben. Dafür brauchen wir das Verb senden. Senden. Englisch to send. Das benutzt man für E-Mails oder Nachrichten, meistens. Genau. Und das Perfekt, da gibt es zwei Formen. Hat gesendet oder hat gesandt. Beides ist richtig. Ja, wobei hat gesendet vielleicht ein bisschen häufiger ist für digitale Sachen. Bleiben wir mal dabei. Ich habe dir eine E-Mail gesendet. Hast du sie bekommen? Perfekt, das waren die Verben. Jetzt fehlen noch ein paar nützliche Adjektive aus der Technikwelt. Fangen wir mal an mit technisch. Technisch. Englisch technical. Das beschreibt halt alles, was mit der Technik selbst zu tun hat. Oft, wenn was nicht klappt. Genau. Zum Beispiel, es gibt ein technisches Problem mit dem Drucker. Er druckt nicht. Oder ich brauche technische Hilfe bei der Installation. Dann Damit alles gut und sicher läuft, sollte Software immer aktuell sein. aktuell. Ja, das ist up-to-date oder current. Also der neueste Stand. Ganz wichtig bei Sicherheitsprogrammen. Stimmt. Typische Frage. Ist dein Virenprogramm aktuell? Oder bitte installiere die aktuelle Version. Und noch ein wichtiges Adjektiv, wenn man verschiedene Geräte oder Programme verbinden will. Kompatibel. Kompatibel. Englisch. Compatible. Das heißt, die Sachen passen zusammen und funktionieren miteinander. Genau. Ein Ladekabel und ein Handy zum Beispiel. Oder 2 Softwareprogramme. Und wenn nicht, dann sagt man oft, dieses Ladekabel ist nicht mit meinem Handy kompatibel. Es passt nicht. Ärgerlich. Ja, das kennt man. Okay, wenn etwas eine Zeit lang nicht funktioniert hat und dann repariert wurde, dann ist es wieder Nutzbar. Englisch usable oder accessible. Es funktioniert wieder, man kann es verwenden. genau. Zum Beispiel Nach dem Update ist die Anwendung wieder nutzbar. Oder das WLAN ist jetzt nutzbar. und unser letztes Wort für heute, ein Ziel, das viele haben, effizient. Mit wenig Aufwand zum Ziel. Richtig. Man sagt zum Beispiel, mit diesem neuen Programm kann ich viel effizienter arbeiten. Ich bin schneller fertig. Oder das Gegenteil. Diese Methode ist nicht sehr effizient, dauert viel zu lange. So, das waren sie, unsere 15 Wörter zur Technik. Von Anwendung, Software, Programm, über Installieren, Löschen, Speichern bis kompatibel und effizient. Puh, ja, das waren einige. Aber wirklich nützliche Wörter, die einem im digitalen Alltag ständig über den Weg laufen. Nehmt euch ruhig Zeit, die nochmal zu wiederholen. Und jetzt eine kurze Anmerkung von uns. Genau. Wenn euch dieser Podcast hier gefällt und ihr auch weiter mit uns lernen möchtet, dann klickt doch jetzt vielleicht auf Abonnieren. Und gebt uns gerne einen Daumen nach oben. Das hilft uns wirklich sehr und zeigt uns, dass ihr mit Freude dabei seid. Das motiviert uns. Total. So, und jetzt habt ihr ja alle 15 Wörter gehört. Und wie versprochen kommt jetzt unsere kleine Geschichte dazu. Hört einfach gut zu. Versucht mal, die Wörter wiederzuerkennen, die wir gerade besprochen haben. Okay, los geht's.
Also, Lisa hat einen neuen Laptop bekommen. Super. Aber bevor sie loslegen kann, gibt's ein bisschen was zu tun. Sie muss zuerst die nötige Software installieren. Klar, erstmal einrichten. Genau. Für die Uni braucht sie unbedingt ein gutes Schreibprogramm. Das lädt sie als erstes runter. Dann findet sie noch eine tolle Anwendung für ihre Fotos. Auch die installiert sie. Und für die Uni-Sachen braucht sie bestimmt auch ein Passwort, oder? Ja, klar. Für die Anmeldung im Uni-Portal braucht sie ein sicheres Passwort. Sie denkt kurz nach und nimmt ein kompliziertes, aber eins, das sie sich merken kann. Gut so. Und dann? Dann will Lisa eine alte Datei mit Notizen vom alten Computer holen. Sie nimmt den USB-Stick, findet die Datei und will sie öffnen. Ah, und jetzt kommt bestimmt das Problem. Richtig. Es gibt ein technisches Problem. Das Schreibprogramm auf dem neuen Laptop ist noch nicht aktuell. Es kann das alte Format nicht lesen. Ärgerlich. Oh nein. Aber Lisa weiß sich zu helfen, oder? Klar. Sie seufzt kurz, aber macht dann schnell ein Update für die Software. Und dann? Nach dem Update ist die neue Version zum Glück kompatibel mit dem alten Format. Das Programm ist jetzt wieder voll nutzbar. Super. Sie kann die Notizen also öffnen und auf dem neuen Laptop speichern. Geschafft. Genau, sie ist froh. Die wichtigsten Notizen will sie gleich per E-Mail an ihre Lerngruppe senden. Und wie läuft's jetzt mit dem neuen Laptop? Mit der neuen, aktuellen Software arbeitet Lisa jetzt sehr effizient. Alles geht viel schneller. Zum Schluss sieht sie noch eine alte Testdatei auf dem Desktop. Die braucht sie nicht mehr. Die muss sie dann nur noch löschen. Genau. Jetzt ist ihr neuer Laptop perfekt eingerichtet. Das war unsere Geschichte. Habt ihr die Wörter wiedererkannt? Wir sagen sie nochmal schnell. Die Anwendung, die Software, das Programm, das Passwort, die Datei. Installieren, löschen, öffnen, speichern, senden. Technisch, aktuell, kompatibel, nutzbar und effizient. Eine gute Übung ist es jetzt, wenn ihr selbst Sätze damit bildet. Schreibt doch mal eure eigenen Beispiele unten in die Kommentare. Wir lesen die wirklich alle. Ja, macht das. Übung ist alles. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert gerne unseren Kanal, falls noch nicht passiert, und gebt uns einen Daumen hoch, das freut uns. Und morgen, Tag 60, der letzte Tag vom A2-Kurs, kaum zu glauben. Da erwartet euch ein wirklich wichtiges Thema: Notfälle und Polizei. Oh ja, sehr wichtig. Da lernt ihr, wie man im Notfall richtig reagiert, wie man Hilfe ruft am Telefon und was man sagen muss. Also unbedingt morgen wieder einschalten. Das ist Wissen, das im Erstfall echt helfen kann. Wir freuen uns auf euch. Bis morgen. Tschüss und weiterhin viel Spaß beim Deutschlernen.